wie kann man vergleichen Kunden, die neue Maseratis kaufen und Kunden, die klassische Maseratis kaufen? Das ist eine Frage, die ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das heißt, es gibt beide darunter. Es gibt natürlich Leute oder Kundschaft, die haben nur die alten Autos, die haben die speziell vielleicht, die betreuen wir diese Autos 30, 35 Jahre. Es gibt aber auch viele von diesen Kunden, die haben dann zusätzlich zum alten noch ein neuer Maserati. Ja. Speziell so ein Gran Turismo, weil das ist natürlich auch ein 8-Zylinder und da ist jeder glücklich mit diesem Auto. Also das ist ganz einfach der neue Generation. Da wird dann meistens ein bisschen der alte auf die Seite gelegt, so ein bisschen auf schön, im Winter nicht gefahren. Ja. Und dann die heutigen Maseratis, die sind natürlich wintertauglich, das kann man auch, diese Quattroporte oder Ghiblis, die kann man natürlich jederzeit immer fahren. Die sind mit 4x4-Antrieb. Genau. Ja. Genau. Und jetzt von der anderen Seite, hast du Leute gesehen, die Maseratis nicht kannten und die haben einen neuen Maserati gekauft und dann haben die gesehen, dass es gab die schöne alte Maseratis, haben dann auch ein solches gekauft. Gibt's auch. Es gibt auch die Leute, wo dann mit dem Maserati kommen, diese ganze Freude an diesen Autos teilhaben und sich dann liebäugeln. Ich habe hier gerade ein jüngerer Herr, der hat einen Quattroporte und ich habe dann hier ein Maserati, ist allerdings, wird jetzt auch 30 Jahre alt, geht unter Oldtimer. Das ist noch nicht diese alten klassischen, das ist noch unter der Ära von De Tomaso, ein 430, aber ein Vierventiler. Und diese Autos, die gehen jetzt auch schon langsam, kommen die in die Jahre rein und er hat das gesehen und er hat das gekauft und er ist total begeistert, auch von der alten Generation. Toll, ja, toll, wunderschön. Weil das ist ja wichtig und diese neuen Autos können so eine Rolle haben, um zu helfen, die alten Autos lebendig zu Das ist so. behalten. Es ist natürlich so, dass dann die ganz alten, also diese Ghiblis, dann auch Mistral sind für die jüngere Kundschaft fast nicht mehr erschwinglich sind. Also das hat natürlich, es gibt dann natürlich Leute, wie gesagt, die haben vielleicht nicht gerade das Geld dazu, darum gehen sie vielleicht dann eher in die Biturbos. Jetzt habe ich aber einen Kunde, der hat immer einen Gran Turismo gehabt und der hat sich jetzt diesen gelben Ghibli angelacht. Also da ist jetzt auch was im Tun. Ja, ist ganz ein bekannter Kunde, ja, wo jetzt da auf diese Oldtimer gestoßen ist. Das ist dieses Auto möchte, ja. Okay, danke. Bitte.